Oh, hallo zusammen. Willkommen zur ersten Painting Masterclass von Table Topics. Heute am Beispiel des Ogroid Myrmidons zeige ich euch, wie man Leder mit einem abgewetzten Look und einem alten Look anmalt. Viel Spaß damit. Als erstes legen wir fest, was für eine Art Leder wir malen wollen. Ich will für den Ogroid Myrmidon ein eher dunkles Leder, das abgewetzt und alt aussieht. Meine Wahl ist hierfür Rhinoxhide von Citadel, da die Farbe sehr gut als Grundfarbe für Leder und dunkles Braun funktioniert. Wer auf Contrast-Farben setzen will, kann auch Contrast Wildwood nehmen. Auf allen Lederriemen tragen wir eine leicht verdünnte Schicht Rhinoxhide auf. Verdünnt lieber etwas mehr und tragt 2 Schichten auf, wie eine zu dicke. Immer den Pinsel davor etwas abstreifen, damit ihr überschüssiges Wasser loswerdet und euch die Farbe nicht in die Vertiefungen läuft. Achtet bei den dicken Lederriemen darauf, auch die Seite zu bemalen, da diese sehr hoch modelliert sind. Wenn alle Lederriemen mit unserer Grundschicht bemalt sind, geht es zum nächsten Schritt. Jetzt haben wir alle Lederriemen am Oberkörper, an den Beinen, Armschienen und am Schildarm bemalt. Die Umwicklung am Speer kann man auch als Leder bemalen, aber ich will hier etwas anderes versuchen. Das Leder soll jetzt aufgehellt werden. Dazu mischen wir Baylor Brown in unsere Grundfarbe, mischt hier aber noch nicht zu viel Baylor Brown bei und macht lieber mehrere Schichten und tragt die Farbschichten nach und nach auf. Hier ist es am besten, von innen nach außen zu malen, damit die Pigmente immer zur äußeren Kante geschoben werden. Damit betonen wir die Vertiefung im Leder. Ich benutze hierfür viele kleine Pinselstriche. Das betont die Materialität etwas mehr und macht es unregelmäßiger und organischer, wie im Kontrast eine fein gezogene Akzentlinie bei einer Space Marine Rüstung beispielsweise. Jetzt mischen wir noch etwas mehr Baylor Brown bei und hellen den Mix weiter auf. Wir malen die Pinselstriche weniger flächig und setzen weiter außen an. Trotzdem bleiben wir bei unserer organischen Bemalweise. Mir ist dieser Schritt noch nicht weit genug gegangen. Darum nehmen wir jetzt pures Baylor Brown und mischen etwas Kislev Flash bei. Dann wiederholen wir das Prozedere. Feine Pinselstriche von innen nach außen, die wir auf einem immer kleiner werdenden Korridor auftragen. Für die letzten Akzente nehmen wir reines Kislev Flash und tragen einzelne feine Linien an den Rändern und an den Stellen außen auf. Damit die dunklen und hellen Flächen später mehr zusammenrücken, können wir mit einer Lasur Mournfang Brown über den ganzen Lederriemen gehen. Die erste Lasur ist kaum sichtbar, aber macht trotzdem schon einen Unterschied. Das machen wir mindestens ein weiteres Mal. Nachdem die Lasuren getrocknet sind, gehen wir noch einmal mit reinem Kislev Flash ran und setzen ganz feine Akzente an den Rissen und Einkerbungen, um die Lichtkante und die höchsten Stellen am Leder zu betonen. Hier seht ihr, wie ich diese Bemalmethode dann auf das ganze Leder angewandt habe. Ihr könnt das natürlich von Anfang an für das ganze Modell angehen, aber da es ein Showcase-Modell wird und wir lieber langsam und sauber arbeiten wollen, habe ich es aufgeteilt. Diese Methode ist aber nicht nur für Showcase-Modelle geeignet, sondern kann auch für Battle-Ready-Modelle benutzt werden. Vorsicht, Vorsicht. Ich male ihn an. Wenn er nicht liked und subscribt, ich male ihm im Gesicht